Herzlich willkommen. Bevor wir beginnen, sind Sie damit einverstanden, dass dieses Gespräch aufgenommen und ausgewertet wird und die Daten veröffentlicht werden? Ja. Jeder Mensch möchte gesehen, gehört und verstanden werden. In dieser Reihe sprechen wir mit Menschen, die sich aus unterschiedlichen Gründen übersehen, missverstanden oder vorschnell beurteilt gefühlt haben. Ziel ist nicht, jemanden auf ein Merkmal zu reduzieren, sondern Erfahrungen sichtbar zu machen und gemeinsam darüber nachzudenken, was sich gesellschaftlich und im Alltag verändern sollte. Vielen Dank, dass Sie bereit sind, Ihre Erfahrungen zu teilen. Wenn Sie möchten, wie alt sind Sie und was machen Sie aktuell beruflich oder in Ihrer Ausbildung? Gerne. Also ich bin 21 Jahre alt und ich mache aktuell eine Ausbildung in der Pflege. Bin noch relativ frisch dabei. Genau. Wie sind Sie dazu gekommen, eine Ausbildung in der Pflege zu beginnen? Also irgendwie bin ich da so ein bisschen reingerutscht, würde ich sagen. Ich habe mich immer schon fasziniert am Menschen, auch an Gesundheit und Krankheit. Und in ganz jungen Jahren wurde ich auch schon an meinem Ohr operiert, weil ich hochgradig hörbeeinträchtigt bin. Und genau, dann hat sich das irgendwie ergeben, dass ich mal im Krankenhaus lag und dass ich dann auch dem Personal über die Schultern gucken konnte. Und genau, also ich hätte auch ganz gerne Medizin studiert, aber dafür hat dann der NC nicht gereicht. Genau, und ja, ich bin nämlich tatsächlich meines Zeichens auch hörbeeinträchtigt, also ich habe ein Hörgerät und genau, das macht mich so ein bisschen aus. Ja, und deswegen habe ich leider, ich denke, das ist einer der Gründe, dass ich in der Schule nie so wirklich die besten Noten erzielen konnte, weil ich meiner Meinung nach nicht immer die gleichen Grundvoraussetzungen hatte. Wie sieht ein typischer Tag für Sie während der Ausbildung aus, sowohl in der Schule als auch auf Station? Wie ein typischer Tag in der Ausbildung aussieht, also also in der Schule, da fängt der Tag so kurz nach 8 an und hört so kurz vor 16 Uhr auf. Sie haben eine lange Pause und dann halt immer Blöcke und ja, genau. Und nach diesen Blöcken haben wir immer eine Viertelstunde Pause und dann eben eine große Pause. Und ja, wir haben dann immer so Themenblöcke, also CBs, also das heißt curriculare Bausteine und CEs, curriculare Einheiten. Und dann geht es auch um das Thema Körperpflege und so. Und genau, das sind, ja, genau, dann hört man sich das halt an, also ganz normal, wie man es aus der Schule auch kennt. Und ja, bei mir ist es nochmal so besonders, dass ich ganz vorne sitze, damit ich besser höre. Nicht damit ich besser verstehe, das ist ein großer Unterschied. Genau, sondern damit ich besser höre. Und ja, das ist da vielleicht besonders. Und ansonsten habe ich auch noch so Zusatzgeräte, die ich dann bei dem einen oder anderen Lehrer hinstelle. Und genau, dann höre ich die tatsächlich auch besser. Das ist so eine Art Erweiterung vom Hörgerät und das sieht dann auch immer ganz unscheinbar aus. Ich habe eins, das sieht aus wie ein Stift und das kriegt der Lehrer dann entweder rangedockt oder an den Tisch gelegt und damit kann ich den Unterricht ganz gut verfolgen. Und auf Station habe ich das nicht und habe da auch entsprechend meine Herausforderungen. Und da sieht der Alltag so aus, dass ich beispielsweise zum Frühdienst um 6 Uhr umgezogen auf Station sein muss und bis 14 Uhr den Dienst habe. Und dann habe ich eine Übergabe, bei der ich dabei sitze und dann fangen wir an mit der Körperpflege. Und dann teilen wir auch schon ganz früh Essen aus, räumen das dann alles ab und dann gucke ich gerne mal, wenn es vielleicht eine Wundversorgung gibt oder
schiebe jemanden vielleicht begleitend mit in den OP und genau. Und dann, ja, mache ich noch eine Kaffeerunde oder je nachdem, auf welcher Station ich dann bin, gucke vielleicht jemandem bei der Dokumentation nochmal über die Schultern. Genau, und ja, das ist quasi so der typische Frühdienst. Mhm. Welche Aufgaben machen Ihnen in der Ausbildung besonders Spaß? Also, welche Aufgaben machen mir besonders Spaß? Ich finde, ja, also invasivere Sachen waren spannend. Also, wenn ich jemanden in den OP fahre und dann bekomme ich mit, was passiert. Oder ich mag auch Infusionen ganz gerne. Blutabnahmen finde ich super spannend. Genau, was mache ich noch? Ach ja, so Thrombosespritzen, das macht mir immer ganz viel Spaß. Mhm. Was motiviert Sie, diesen Beruf zu lernen? Was mich motiviert, das ist so ein bisschen auch, dass ich Menschen begleite, die auch im Krankenhaus liegen. Ich lag da ja auch und ich kann das ganz gut nachempfinden. Und ich glaube, ja, deswegen kann ich auch gut verstehen, was die Patienten brauchen könnten. Mhm. Wenn Sie sich selbst mit 3 Worten beschreiben würden, welche wären das? In 3 Worten, ich würde sagen, aufgeschlossen, kontaktfreudig und ganz lieb. Mhm. Gab es in Ihrer Ausbildung Situationen, in denen Sie sich übersehen, unterschätzt oder nicht ernst genommen gefühlt haben? Ja, es gab leider auch mehrere Momente, zumal bis hier in der Ausbildung, gerade wenn ich habe auch einen Grad der Behinderung und gerade wenn ich einen Grad der Behinderung habe, habe ich eine Schwerbehindertenstelle, die eigentlich für mich zuständig wäre. Nur leider, ja, hat die Person mich nicht so wirklich ernst genommen, einfach weil ich wahrscheinlich auch noch keine führende Kraft bin. Das fand ich dann immer so schade. Nicht ernst genommen. Ja, also ich habe einen südländischen Hintergrund und man sieht mir das auch an. Also ich habe dunklere Haare, ich habe jetzt keine blauen Augen und in der Ausbildung, ja doch, man hat mich mal angeguckt und dann auch so gesagt, ja, als ich dann gesagt habe, dass ich etwas nicht verstanden habe, hat man mir dann gesagt, ja, nee, ich habe gesagt, ich habe etwas nicht gehört. Und dann hat mich die Person angeguckt und gesagt, hast du das jetzt nicht gehört oder hast du es nicht verstanden? Und ich fand das sehr, sehr verletzend und ich habe mich da absolut übersehen gefühlt und auch nicht ernst genommen. Mhm. Wie haben Sie in solchen Situationen gemerkt, dass etwas nicht stimmt? Naja, also ich habe halt direkt gemerkt, dass man mich quasi nicht nur belächelt hat, sondern man hat sich so ein bisschen darüber lustig, oder nee, man hat es mir nicht ernst genommen, dass ich etwas auch nicht höre, sondern darauf geschlossen, dass vielleicht, weil ich eben nicht so aussehe wie andere, also der Otto-Normalverbraucher, wenn ich das mal so plakativ sagen kann, dass man deswegen davon ausgeht, dass ich vielleicht die Sprache nicht spreche. Und deswegen fand ich das ja mehr als schlimm. Mhm. Welche Annahmen machen andere Menschen manchmal über Sie, bevor sie sie wirklich kennenlernen? Die Annahmen, dass bei uns zu Hause kein Deutsch vielleicht gesprochen wird und dass, wenn ich auf etwas nicht reagiere, weil ich es nicht höre, dass ich arrogant bin oder auch oberflächlich oder auch unfreundlich. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich bin die letzte Person, die irgendwie unfreundlich wäre.
Und ja, das ist eine sehr schade und für mich auch verletzende Annahme. Mhm. Gibt es Situationen, in denen Ihre Hörbeeinträchtigung stärker im Mittelpunkt stehen als Ihre Fähigkeiten oder Ihr Engagement? Ja, also ich hatte mal einen Schnuppertag gehabt im OP, wo einen ich kann nicht gut hören und im OP haben ganz viele Leute einen Mundschutz und natürlich sehen wir alle im OP von der Kleidung her gleich aus. Wir haben alle einen Mundschutz, wir haben alle eine Haube und Kasak und so und da sieht man halt bestimmte Sachen nur. Also man sieht dann jemand, der vielleicht etwas dunkelhäutiger ist oder vielleicht auch dunklere Haare hat oder so und dunkle Augen. Daran kann man sich ja unterscheiden. Und dann habe ich nicht jede Anweisung gehört. Also ich habe sie nicht gehört. Wenn ich sie höre, dann verstehe ich sie in der Regel, aber ich habe sie nicht gehört. Und dann, genau, hat man dann gesagt, dass ich nicht kooperativ wäre und dass ich Arbeit verweigern würde. Und das hat überhaupt nichts mit meiner Fähigkeit zu tun. Also ich tue und ich mache und ich ja, bin auch sehr fleißig, aber das war etwas, das hat mich so ein bisschen innerlich gebrochen, weil ich mich ja nicht geweigert habe und ich habe mich nicht quergestellt oder so. Ich habe es nur nicht gehört und dann darauf zu schließen, dass ich es nicht verstanden hätte oder eben darauf zu schließen, dass ich Arbeit verweigern würde, das fand ich richtig schlimm. Und da hatte auch die Frau gesagt, sie wird mir das negativ auf meine Noten auswirken lassen. Und da hatte ich auch noch richtig, richtig Angst. Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen manchmal bestimmte Aufgaben nicht zugetraut werden? Ja, ich habe tatsächlich eher häufiger mal das Gefühl, dass mir bestimmte Aufgaben nicht zugetraut werden, weil dann, wenn es besonders schnell auch gehen muss, ja, da habe ich das Gefühl, dass die Leute denken, ich wäre nicht so zuverlässig, weil ich nicht gut hören kann. Und ich glaube, die Kombination ist bei mir nicht so günstig, einfach weil ich erstens nicht hören kann und ein Hörgerät sieht man nicht sofort und zweitens bin ich dazu auch noch etwas südländischer gelesen. Und das erweckt ganz schnell den Eindruck, dass ich vielleicht auch einfach faul bin oder einfach keine Lust habe. Und wenn ich bei bestimmten Geräuschen nicht reagiere, nimmt man dann bestimmte Sachen an. Und deswegen glaube ich, gibt es auch Aufgaben, die mir nicht zugetraut werden, weil Leute bestimmte Erfahrungen machen und das dann nicht mit mir absprechen. Mhm. Wie reagieren KollegInnen oder Praxisanleitende, wenn es um anspruchsvolle Aufgaben geht? Wie reagieren Kollegen und Praxisanleitende? Also eigentlich, wenn man Zeit hat, dann sind die Menschen da sehr aufgeschlossen und nehmen sich auch Zeit und haben auch ein Gefühl und ein Gespür dafür, dass ich etwas nicht höre. Und das kann gut angenommen werden. Aber ich habe das Gefühl, im wirklichen Stationsalltag ist dafür weniger Raum. Mhm. Gab es Momente, in denen Sie das Gefühl hatten, besonders beweisen zu müssen, dass Sie belastbar oder kompetent sind? Ja, es gab Momente, in denen ich das Gefühl hatte, besonders beweisen zu müssen, dass ich belastbar bin. Tatsächlich häufiger. Und ja, das ist ein sehr unschönes Gefühl. Ich habe einfach immer das Gefühl, ich muss noch mehr als 100% geben, um bei den anderen vielleicht 80% zu erreichen. Und das stört mich sehr, weil es sehr müde macht, dass ich ja alleine viel auch nachfragen muss und ständig immer wieder erklären muss, nicht nur bei jedem Stationswechsel, wenn ich in der Praxis bin, sondern eben auch bei den Leuten, bei denen ich ja, die ist vielleicht vergessen oder so. Und die Leute meinen es ja nicht böse. Und deswegen finde ich es schwer, ich muss mich regelmäßiger beweisen. Mhm. Welche Rolle spielt Ihre familiäre Migrationserfahrung in Ihrem Ausbildungsalltag? Merken Sie, dass das manchmal Einfluss hat? Ja, welche Rolle die familiäre Migrationserfahrung hat?
Ich denke schon, dass das einen Einfluss hat. Tatsächlich, ich glaube, das hatte ich ja kurz angesprochen, dass diese Kombination nicht gelungen ist mit südländisch Aussehen und ein Hörgerät haben. Ich glaube, wäre ich wahrscheinlich auch nicht südländisch, hätte man nicht den Anschein gehabt, dass ich etwas vielleicht ignoriere oder so. Ich habe aber das Gefühl, wenn ich vielleicht blond und blauäugig gewesen wäre, so böse sich das auch anhört, dass die Leute viel eher gedacht hätten, ich wäre dumm. Und jetzt mit dem mit der Kombination mit Südländisch habe ich das Gefühl, die Leute denken, ich wäre faul und auch nicht kooperativ. Ich glaube, das befeuert so ein bisschen ein Vorurteil, was man in dem Zusammenhang hat. Und ja, das ist auch mehr als herausfordernd. Mhm. Welche Zuschreibungen oder Kommentare empfinden Sie als besonders verletzend oder belastend? Zuschreibungen oder Kommentare. Also ich habe schon mal diese Aussage gehört, also von wegen, das hatte ich ja davor schon gesagt, hast du es nur nicht richtig gehört oder hast du es nicht verstanden? Das fand ich wirklich schade. Und auch so Kommentare wie, ach, die hört dich ja eh nicht, oder auch dieses, wenn man von mir eine Antwort erwartet und ich habe es nicht gehört und in dem Moment ist die Person vielleicht etwas ungeduldiger, dann sehe ich in den Augen dieser Person eine Erwartungshaltung, die ich nicht die ich nicht erfüllen kann. Und das belastet mich sehr, weil ich weiß, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe das gerade nicht gehört, dann kommt ein Seufzen, weil es nicht in die Situation passt. Und ich finde, das ist sehr herausfordernd, gerade dann, wenn es auch sehr schnell gehen muss und die Leute auch unangenehm und auch ungeduldig sind. Und das ist bei der Pflege tatsächlich da nicht mal so untypisch, leider, habe ich im Stationsalltag zumindest jetzt gelernt. Mhm. Was hilft Ihnen, mit schwierigen Situationen in der Ausbildung umzugehen? Was mir hilft in schwierigen Situationen, also Kommunikation und auch sehr viel Verständnis. Also ich brauche tatsächlich das Verständnis. Und gerade im Stationsalltag gehe ich eigentlich davon aus, dass die Menschen Verständnis haben, weil sie eben mit Patienten alltäglich verkehren, die eben auch solche Einschränkungen haben. Mhm. Gibt es Strategien oder Routinen, die Ihnen helfen, mit Stress oder Unsicherheiten umzugehen? Strategien, ich versuche es mir nicht zu Herzen zu nehmen, sonst gehe ich daran kaputt, denke ich. Und ich versuche auch so ein bisschen das Beste in Menschen zu sehen. Und es gibt mir so ein bisschen innere Ruhe. Mhm. Gibt es Menschen in Ihrem Umfeld, die Sie besonders unterstützen, zum Beispiel Familie, Freunde, KollegInnen oder Lehrkräfte? Ja, also ich muss sagen, Freunde eher, Familie ist schon ein bisschen schwer, weil meine Familie, dass da nicht so sensibilisiert sind. Die denken halt eher, dass das ja irgendwie funktionieren muss, weil es hat immer funktioniert. Das ist ein bisschen herausfordernd, auch Freunde merken das und sind da auch sensibler. Ich habe auch einige Lehrkräfte, die sehr, sehr sensibel bei dem Thema sind. Das freut mich ungemein, aber ich habe das Gefühl, das ist auch nur, weil sie da nähere Bezüge dazu haben und ja, auch privat was damit zu tun haben. Ich glaube, daran liegt es eher. Mhm. Gab es auch positive Erfahrungen in Ihrer Ausbildung, in denen Sie sich besonders ernst genommen oder unterstützt gefühlt haben? Nüchternerweise, also wirklich traurigerweise, nein, ich habe mich damit weder wirklich richtig ernst genommen oder auch wirklich vollumfänglich unterstützt gefühlt. Ich habe wirklich leider durchgehend das Gefühl gehabt, dass es mehr Arbeit macht, als eigentlich erwünscht.
Mhm. Welche Veränderungen würden Sie sich für die Pflegeausbildung wünschen, damit sich alle Auszubildenden stärker einbezogen fühlen? Veränderungen. Man braucht, glaube ich, eine generelle Sensibilisierung für solche Sachen, weil es ist kein Beinbruch, den man direkt sieht, sondern es ist ein Organ, was wirklich ganz klein nur unterstützt werden kann durch so ein Hörgerät zum Beispiel. Und deswegen ist es wirklich super anstrengend, da jedes Mal auch einen Blick für zu haben, weil man sieht es ja nicht immer. Und man funktioniert quasi in seiner eigenen Welt ganz gut, aber nur vielleicht auf Außen hin ist das so eine andere Herausforderung. Und deswegen wünsche ich da mir einfach mehr Sensibilisierung. Mhm. Was würden Sie jemandem raten, der ebenfalls eine Hörbeeinträchtigung hat und überlegt, eine Ausbildung in der Pflege zu beginnen? Ich würde sagen, mach es auf jeden Fall. Trau dich. Und es ist tatsächlich ein in sich sehr schöner Beruf, aber ich glaube, wir brauchen mehr Menschen, die in diesen Sinneswahrnehmungen vielleicht ja Herausforderungen haben, die nicht sofort sichtbar sind. Vielleicht könnten wir irgendwann mal alle eine HNO-Station leiten. Mhm. Was können andere Menschen, zum Beispiel KollegInnen oder Auszubildende, von ihrer Erfahrung lernen? Was können andere Menschen von meiner Erfahrung lernen? Versuchen, das Beste in den Menschen zu sehen. Ich versuche es tatsächlich auch und ich versuche immer, mir vor Augen zu halten, dass die Menschen es gar nicht so böse meinen. Mhm. Wie erleben Sie insgesamt das Ausbildungssystem in der Pflege? Wie ich insgesamt die Ausbildung erlebe in der Pflege, schwer zu sagen. Die generalistische Ausbildung jetzt, da habe ich immer noch das Gefühl, dass es sehr durchwachsen ist. Es ist unterschiedlich von Schule zu Schule und das ärgert mich so ein bisschen. Ich habe eine Freundin, die lernt in einem anderen Haus und die haben da viel coolere Sachen, weil es richtig Lehrer dafür gibt und hier ist es leider nicht so. Und ich habe das Gefühl, wir sind auch nur so schlau, wie unsere Lehrer sind. Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass Menschen mit Behinderungen im Gesundheitswesen ausreichend unterstützt werden? Tatsächlich nicht. Ich bin da überhaupt nicht der Meinung, dass dem wirklich so viel Raum gegeben wird, wie es eigentlich bedarf. Mhm. Gab es Situationen, in denen Sie sich von KollegInnen oder Auszubildenden missverstanden oder nicht ausreichend unterstützt gefühlt haben? Ja, also das gab es leider auch oft genug, dass es auch belächelt wird und ha und und ich habe auch mal so einen Kommentar gehört, dass es wahrscheinlich kommt, weil bei mir in der Blutlinie viele Cousins und Cousinen geheiratet haben, also mäßig Inzest und ja, das war sehr, sehr verletzend. Mhm. Hatten Sie manchmal das Gefühl, dass andere mehr auf Ihre Hörbeeinträchtigung schauen als auf Ihre Fähigkeiten? Ja, es gibt viele Leute, die schieben das auf meine Hörbeeinträchtigung und sagen, ach Mensch, das Traubenüsschen quasi. Und sehen mich dann so als eine alte Omi, die auch nicht gut hören kann, aber das ist es nicht. Ich bin damit geboren und ich kenne einen ganz anderen Umgang wie jemand, der später in seinem Leben hörbeeinträchtigt geworden ist. Mhm. Was müsste sich im Gesundheitswesen oder in der Ausbildung verändern, damit Inklusion wirklich funktioniert? Was müsste sich im Gesundheitswesen oder in der Ausbildung verändern? Ganz viel. Mehr Sichtbarkeit, mehr Inklusion, mehr Systeme. Mhm. Gibt es eine Begegnung in Ihrer Ausbildung, die Ihnen besonders positiv oder besonders negativ in Erinnerung geblieben ist? Begegnungen in der Ausbildung, die mir besonders positiv oder negativ.
Also positiv halt, ich finde es gut, dass die Schwerbehindertenstelle da ein Auge drauf hat, aber es ist nicht ausreichend. Und ich finde es auch nicht nachhaltig. Also er ist nämlich auch sehr beschäftigt, der Mann bei uns im Haus. Und besonders negativ, ja, dass man sich einfach keine Zeit nimmt. Und das Thema Zeit ist in der Pflege ja so ein Ding, weil einfach es wird nicht besser. Und es ist nicht so, dass man in 2 Jahren einfach nochmal mehr Zeit hat. Deswegen ist es etwas, ja, aussichtslos, würde ich fast schon sagen. Mhm. Wenn Sie einen Menschen im Gesundheitswesen einen Satz sagen könnten, der etwas verändern könnte, welcher wäre das? Ein Satz, der etwas verändern könnte, so ganzheitlich, wie man die Patienten sieht, so wünscht sich doch auch der Pfleger, gesehen zu werden. Mhm. Und wenn Sie einen Auszubildenden, die sich manchmal unterschätzt fühlen, etwas mitgeben könnten, was wäre das? Und Auszubildenden, die sich manchmal unterschätzt fühlen, traut euch. Ich denke, das ist ein schöner Impuls. Mhm. Haben Sie noch Fragen? Nein, danke schön. Gut, dann bedanke ich mich auch bei Ihnen und würde hiermit das Interview beenden.